Hallo, ich zeige dir, wie man in 4 Minuten aus einem Geldschein einen Stift faltet. Zum Beispiel als Geldgeschenk zum Schulanfang oder als Geschenk zum Beginn des Studiums. Lege den Schein genauso vor dich hin und falte die lange Kante auf die lange Kante. Diesen Stift kann man auch mit anderen Geldscheinen falten, weil die Euroscheine alle ungefähr das gleiche Seitenverhältnis haben. Streife die Faltkanten immer gut fest. Am besten geht das mit den Fingernägeln. Öffne die Faltung wieder. Wir haben uns eine Hilfslinie gefaltet, zu der du jetzt die untere linke Ecke faltest. Ich drehe mir den Geldschein ein bisschen, dann geht es leichter. Und wieder gut feststreifen. Das gleiche wiederholst du nun mit dieser Ecke. Falls es dir zu schnell oder zu langsam geht, kannst du im YouTube-Player die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen. Die Einstellung versteckt sich beim Zahnrad, wo man auch die Untertitel an- und ausschalten kann. Falte jetzt diese Kante zur Mittellinie hin. Ich empfehle dir, das Video auf Vollbild zu schalten, damit du alles gut sehen kannst. Nachdem du die Faltkante gut festgestriffen hast, wiederholst du das Gleiche auf der anderen Seite. Achte besonders darauf, hier eine schöne Spitze zu falten, damit dein Stift am Ende richtig gut aussieht. Nach dem Feststreifen wende ich den Geldschein so herum, damit er dann so vor mir liegt. Dank den neuen Euroscheinen hat die Stiftspitze sogar ein bisschen Farbe. Nun falten wir das untere Ende des Geldscheins ungefähr bis hierher. So in etwa sehen für mich die Proportionen eines echten Stiftes aus. Natürlich noch nicht in der Breite. Jetzt streifen wir aber erstmal die untere Faltkante gut fest. Und dann drehen wir den Geldschein wieder. Er sollte nun so vor dir liegen. Falte anschließend diese Kante zur Mittellinie. Wenn dir meine Videos helfen und du meinen Kanal unterstützen willst, dann lass mir gerne ein kleines Trinkgeld über die Super Thanks-Funktion von YouTube da. Schon mal vielen Dank für deine Unterstützung. Auf der anderen Seite falten wir ebenfalls diese Kante zur Mittellinie des Geldscheins. Diese beiden Faltungen werden Hilfslinien für den nächsten Schritt. Zieh sie also wie immer gut fest. Schreib mir übrigens auch gerne in die Kommentare, zu welchem Anlass du dieses Geldgeschenk verschenken wirst. Ich bin schon gespannt. Nun öffnest du die beiden letzten Faltungen wieder. Das ist die obere Hilfslinie. Falte die untere Kante des Geldscheins zur oberen Hilfslinie hin. Dadurch falten wir uns eine neue dritte Hilfslinie. Falls dir mein Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Vielen Dank. Nachdem du sie gut festgestriffen hast, öffnest du die Faltung wieder. Merk dir gut, wo die dritte Hilfslinie ist und drehe dann den Geldschein so zu dir, damit das Falten leichter geht. Diese Kante des Geldscheins wird nun zur dritten Hilfslinie gefaltet. Je nach Geschmack kannst du die Kante auch ein bisschen höher falten. Diese Faltung bleibt bestehen, denn sie wird der Rand links von der Spitze des Stiftes. Auf der anderen Seite falten wir die Kante des Geldscheins hier rüber. Dadurch entsteht der Rand rechts von der Stiftspitze. Achte darauf, dass der Rand rechts genauso weit von der Spitze entfernt ist wie links, damit der Stift symmetrisch aussieht. Um den Überstand links kümmern wir uns als nächstes. Den faltest du einfach in die Mitte deines Geldscheinstiftes. Ich finde, das wird wirklich ein richtig schönes Geschenk zum Beginn des Studiums. Am Ende musst du deinen Geldschein nur noch umdrehen. Ich empfehle dir, den Stift über Nacht mit einem schweren Buch platt zu drücken, damit dein Geschenk richtig schön aussieht. Zum Befestigen verwende ich immer leicht ablösbare Klebepads. Link in der Videobeschreibung. Und wenn du keine neuen Videos verpassen willst, abonniere gern gratis meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal bei Falten mit Yvonne.